Im heutigen Video testen wir den ganz neuen Discover Airlines Flug von München nach Punta Cana in die Karibik. Wir fliegen mit einem 20 Jahre alten Airbus A330. Wir fliegen heute in der Business Class und lassen es uns richtig gut gehen. Ich zeige euch den kompletten Service an Bord und vorher noch ganz kurz die Lounge im Non-Schengen-Bereich am Flughafen München. Viel Spaß! Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin gerade am Flughafen München und bin auch schon durch die Sicherheitskontrolle gegangen, weil heute habe ich endlich mal wieder einen Langstreckenflug für euch. Es geht mit Discover Airlines in die Karibik, in die Dominikanische Republik, nach Punta Cana. Der Flug dauert nur 10 Stunden und 30 Minuten, also mein absolut längster Flug wahrscheinlich. Und jetzt suchen wir uns die Lounge und warten noch ein bisschen. Hier komme ich gerade her. Ich musste einfach nur meinen Reisepass auflegen und schon war es geschafft. Jetzt suchen wir die Lounge bei Gate H24. Da oben sehen wir es schon, zu den Gates H25 und H24. Falls ihr noch ein bisschen Geld loswerden wollt, hier geht das sehr gut. Hier sind viele teure Läden. Ach, wir sind schon da. Da steht's, Business Lounge. Da ist sie, die Non-Schengen Lounge. Ich bin jetzt in der Lounge, aber die ist so klein und so voll, dass es regelrecht ungemütlich ist. Ja, ich habe jetzt einen ganz gemütlichen Platz, das kann man aushalten. Hier so einen schönen Ledersessel, aber es ist komplett dicht und unruhig. Naja, machen wir das Beste draus. Ist ja nur eine Stunde, ne? Aber ich habe hier noch was Schönes zum Anstoßen gefunden. Einen Spaten. Prosit auf ein angenehmes Warten. Hier sehen wir vermutlich schon mal unser Flugzeug. Ein Airbus A330-343. Und hier ist unsere Flugnummer 4Y4 von München nach Punta Cana. Und diesen Flug von München nach Punta Cana gibt es erst seit dem 26. Oktober. Wäre lustig, wenn das unser Flugzeug ist, weil das hier sind nämlich die Farben von Eurowings und Discover ist halt der neue Name der Airline. Ich kann euch doch noch einen kleinen Überblick geben. Kaffee, alkoholfrei, Säfte, Hartsprit, Wasser, Bier, noch mehr Bier, Sekt und der gute Lufthansa Avionic. Hier haben wir noch ein bisschen Essen und hier in der Mitte sind noch Früchte, ein bisschen Brot, Marmelade, Croissants, Gebäck. Und da hinten sitze ich. Es ist komplett voll. Und so sieht der gesamte Rest der Lounge aus. Das war's. Mehr gibt's nicht. Und hier gibt's noch ein bisschen Essen, ist aber gerade ein bisschen dünn. Es gibt gerade nur Rührei. Okay, ist wahrscheinlich Wechsel von Frühstück auf Mittagessen. Und das ist gerade mein Sitz. Eine Steckdose gibt's auch, sogar mit USB-C und USB-A. Ist aber durchaus bequem. Ein Vorteil in dieser Lounge ist, ihr könnt duschen. Lufthansa und ein paar Uhren. Hier seht ihr die Abflugtafeln und wir nehmen den hier, 4Y. Oh, Boarding geht schon los, jetzt schon? Und wir sollen in 5 Minuten Fußmarsch dort sein. Eigentlich war das Boarding für 45 angesetzt, aber dass die jetzt schon mit dem Boarding loslegen, ist ja Wahnsinn. Die Stunde warten ging sehr schnell rum, aber es war wirklich unruhig dort. Geht lieber zur Lufthansa Lounge im Schengen-Bereich. Da habt ihr mehr Ruhe und mehr Essen. Wir sind richtig, wir suchen H35. Ist wohl noch ein Stück. Ja, wir erreichen den Speedway. Der heißt bestimmt gar nicht so, aber es geht so schnell. Yeah. Wo sind wir denn jetzt? 33 ist da schon. Ach, einmal Speedway geht noch. Nee, lieber doch nicht. Hier ist schon H35.
Oh, hier ist ja richtig was los. Wir sind Boardinggruppe 1. Wir drängeln uns einfach vor. Geht schon los. Gibt's ja gar nicht. Wow, das war ja knapp. Ich denke, wir machen gleich eine Busfahrt, weil da unten steht kein Flugzeug. Da ist unser Bus. Steht was dran? Nee. Inkognito-Bus. Oh wow, dass die knapp 300 Leute per Bus ins Flugzeug bringen, ist echt erstaunlich. Unser Flugzeug soll nämlich 283 Sitzplätze haben. Ich sitze da vorne auf dem ersten Platz. Ja, so sieht das Beladen bei diesem Flug aus. 2 volle Busse in 1 reindrücken. Exklusiver Einblick ins Triebwerk. Hier kommt noch ein Überblick über unsere heutige Route. Wir starten am Flughafen München und fliegen tatsächlich quer über den Atlantik. Die Distanz nach Punta Cana in die Dominikanische Republik beträgt ca. 7.700 Kilometer und wir werden über 10 Stunden dafür brauchen. Und hinein. Wow. Sieht ja kuschelig aus hier. Entschuldigung, junge Frau, ich muss den Sitzplatz filmen. So sieht's hier aus. Die schönen alten Lufthansa-Sitze. Oh, sieht sehr bequem aus. Fühlt sich auch gut an. Kisten haben wir auch schon. Menükarte, Decke zum Schlafen, Lämpchen und ganz viel Platz. Jetzt muss ich aber noch mal eine Frage an Profiflieger stellen. Also das Boarding hat früher begonnen als geplant, sagen wir 5 bis 10 Minuten. Dann kam Boardinggruppe 1 und 2 in den ersten Bus. Und der erste Bus stand jetzt 20 Minuten vor dem Flugzeug. Und der zweite Bus kam ungefähr nach 15 Minuten. Und dann haben sie beide Busse in 1 abgeladen. Welchen Sinn macht das? 1A. Ich bin schneller in Punta Cana als alle anderen. Der A330 ist schon ganz schön hoch. Schaut euch mal den Ausblick an. Wir können echt weit gucken. Also, hier kommt ein Welcome-Drink. Für mich Winzersekt und für meine Begleitung Maracuja, Ingwer, Minze. Prosit auf einen schönen Flug 10 Stunden 30. Wir machen uns nun auf zur Startposition. Gerade kamen nochmal die Sicherheitsanweisungen. Die wurden als Film gezeigt, in Deutsch und in Englisch. Die waren sehr ausführlich und durchaus lang. Ich zeige sie euch nicht, weil ihr wisst ja, wie man sich im Flugzeug zu verhalten hat. Eine letzte Kurve noch, dann erreichen wir unsere Startposition. Perfektes Wetter, blauer Himmel. Da hinten ist noch ein kleines Lufthansa-Flugzeug. Der drängelt sich einfach vor. Da ist die Startbahn. Ihr seht noch den Gummiabrieb. Power! Wow, 1 Minute hat er gebraucht zum Starten. Das ist aber lang. Mach's gut, München.
sehen unseren eigenen Schatten. Gefühlt sind wir noch sehr tief. Ah, jetzt kommt die Kurve. Liebe Fluggäste, der Jahrzehnten erwarten letzten Auftreten können, sind Sie verpflichtet, während des Sitzens abgestellt zu sein. Das gilt auch, da Lichtschaltzeichen ausgeschaltet sind. Bitte achten Sie die Gepäckfächer vorsichtig, damit dabei ist. Große Kurve. Dear guests, as turbulence can occur unexpectedly at any time, you are required to keep your seatbelt fastened whenever you are seated. This applies even if the seatbelt signs are switched off. Auf geht's. If you open and overhead, Ab in Richtung Süden. please. Und hier ist auch für mich das schönste Entertainment. Die Weltkarte mit unserem Flugzeug. Da ist München. So ein kleines bisschen Zeit haben wir ja noch. 10 Stunden. Wir sind noch sehr niedrig und sehr langsam. Langsam aber sicher steigen wir in die Höhe. Knapp 4000 Meter, wir werden auf ungefähr 10.000 fliegen. Und wir werden mit über 800 km/h fliegen. Ich habe mich jetzt umgesetzt, so kann ich besser filmen. Ich sitze nun auf Sitz 1C und jetzt möchte ich die Fernbedienung testen. Die ist hier drin, da ist sie. Klick. So. Da ist unser Display. Wie steuern wir das? Anscheinend habe ich hier nur einen Cursor. Ich habe einen Cursor, der sehr schwer zu steuern ist. Weil ich möchte ja unsere Landkarte haben. Ne? Es funktioniert. Also ihr habt hier tatsächlich nur diesen kleinen Knopf, der ist der Cursor. Und damit steuert ihr dann dieses kleine Rechteck da. Finde ich durchaus anstrengend, aber ich werde mich wohl dran gewöhnen. Ah, bald haben wir gute Geschwindigkeit. Wir wollen ja über 800 km/h fliegen. Das ist ja witzig. Wenn ich hier draufklicke, dann geht diese Lampe da oben an. Moment, kriege ich sie aus? Klick, wie lustig. Und hier kann man bestimmt den Service rufen. Jetzt muss ich aber noch mal den Sitz genauer angucken. So beginnt er und geht hier hoch. Und da ist eine Leselampe. Funktioniert. Discover. Also in aufrechter Position kann man es schon aushalten. Und später machen wir natürlich ein Schläfchen, ist ja klar. Hier sind noch viele tolle Sitzkontrollknöpfe. Ich habe den hier vorhin benutzt, damit ich aufrecht sitze zum Start. Und später testen wir den hier, damit wir ein Bett aus unserem Sitz machen können. Da scrollt gerade jemand durch das Onboard Entertainment. Und wie ihr seht, der Bildschirm, der blendet ab. Also ich könnte rein theoretisch nicht in der nächsten Reihe sehen, was der andere auf dem Fernseher schaut. Gibt schon ziemlich viel. Wenn man alleine sieht, 156 Filme dort, ja, da kann man, glaube ich, einiges gucken. Falls ihr eure Geräte laden möchtet, sind hier 2 USB-A-Ports in der Mitte. Geht aber noch weiter. Das ist ein Adapter für amerikanische Steckdosen. Ich zeige euch mal, warum ihr den braucht. Da unten sind 2 amerikanische Steckdosen. Mit 2 Händen geht's besser. Jetzt ist er drin und ich kann alle Geräte laden. Hier im Flugzeug sind nämlich Powerbanks verboten. Ihr dürft sie nur mitnehmen, aber ihr dürft sie nicht benutzen. Und natürlich dürft ihr sie auch nicht über die Steckdose laden. Auch wenn der Service noch nicht losgeht, müssen wir herausfinden, wie der Tisch rausgeht. Drücken. Da kommt er. Er ist schwer. Und jetzt?
Weiter. Oh ja. Da ist er. Noch nicht ganz fertig. Hey, ein Tisch. Und arretieren. Ich habe nämlich schon was Tolles gefunden. Das Flynet scheint schon verfügbar zu sein. Melden wir uns mal an. Discover Flynet. Link kopieren. Wow, das geht aber schnell. Die Dame hinter mir hat gerade die Essensbestellung aufgenommen. Da kommen wir aber später zu, weil wir brauchen ja erstmal Flynet. Also wir sind stehen geblieben beim Link kopieren. Das machen wir jetzt. Link ist eingefügt, klicken wir drauf. Warum tut es nichts? Könnte das daran liegen, dass ich ein VPN anhabe? Ich mache mal das VPN aus. Wenn ihr ein VPN habt, könnt ihr nicht ins Lufthansa bzw. Discover Flynet. Da swipen. Da sind wir. Wir wollen jetzt einen Zugang haben. Hotspot-Zugang. Ne? Nee, Cookies möchte ich nicht. Ich möchte sie gerne ablehnen. So, ist abgelehnt. Free Messaging. Premium brauchen wir nicht. VPN-E-Mail-Dienst, nein. Nehmen wir das. Und online gehen. Boah, widrige Umstände verzögern den Ladevorgang. Das gibt's ja nicht. Okay, funktioniert. Also das finde ich super, dass man hier sogar ohne Miles & More Konto WLAN hat. Ja, fast 10.000 Meter Höhe und über 800 km/h. Wunderbar. Da gab es noch eine kleine Lieferung. Ein Amenity-Kit. Wir schauen rein, was da drin ist. Los geht's. Haha. Discover Kuschelsocken. Schlafmaske. Schutz für Kopfhörer. Ohrenstöpsel. Zahnbürste. Zahnpasta. 24-Stunden-Creme. Ach, wie witzig. Das Amenity-Kit ist einfach zu einer Tasche geworden. Es wird noch besser. Das ist gleichzeitig eine Kühltasche. So, die Discover-Socken sind sehr gemütlich. Dann kann ich ja jetzt ordentlich loungen. Ich bin gespannt, wann das Essen kommt, weil wir haben es ja schon vor einer Viertelstunde bestellt. Der Service geht los. Heißes Tuch. Der wird da einfach nur reingekippt? Genau. Die sind schon komplett fertig gemischt bei uns. Das ist ja witzig. Leider sind nicht alle Cocktails verfügbar. Es gibt nur noch den hier. Und das war auch der letzte. So sieht er aus. Prosit auf einen schönen Flug. Dafür, dass er aus einem Pappkarton kommt, schmeckt er wirklich gut. Davon kann man ein paar mehr trinken. Dann falle ich aber um und schlafe. Ein paar Cashewkerne kamen noch vorbei. Und das ist ein Wasser. Da hinten gibt es noch Rotwein. Ihr seht, wo wir uns gerade auf der Weltkarte befinden. Hier im hohen Norden. Das Flugzeug wackelt gerade. Zwar nicht schlimm, aber es wackelt, weil hier sind nämlich schon die Jetstream-Winde. Die Jetstream-Winde gehen nämlich immer von West nach Ost, also von Amerika rüber zu uns. Und da befinden wir uns gerade, deswegen wackelt das Flugzeug so ein bisschen. Macht euch aber keine Sorgen, das ist völlig normal, da passiert auch nichts. Und später, so in einer Stunde, dann fliegen wir Richtung Süden, dann ist auch der Jetstream vorbei und dann kann man noch entspannter loungen. Und nun Champagner. Prosit! Also der Brüder Champagner, weil Frère ist das französische Wort für Brüder, beziehungsweise Bruder, schmeckt sehr, sehr gut. Da kann man mich einschläfern mit, ne? Weil ich muss ja nachher noch ein paar Stunden schlafen hier im Bett. Jetzt geht's los. Vorspeise. Harissa Hähnchenbrust mit Mango, Chili, Koriander, Salsa. Und dann ein bisschen Salat. Und wie die Schweizer sagen, ein Brötli. Seht ihr, wie die Gläser wackeln? Das ist nur der Jetstream. Aber der ist hoffentlich in einer Stunde vorbei. Oder in 45 Minuten, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, er soll in einer Stunde vorbei sein. Es ist eine Vinaigrette. Die besteht nämlich aus
Essig und Olivenöl. Schmeckt übrigens gar nicht schlecht. Mittlerweile ist es auf meinem Teller leerer geworden. Also diese kleine Vorspeise war echt top. Ich habe von meinem Sitznachbarn noch einen Shrimp bekommen, der war auch klasse. Hauptspeise. Es ist geschmorte Ochsenbacke mit Süßkartoffel-Kürbis-Ragout und Molejus. Vielleicht sind ja Köche unter euch. Ich kann euch nur sagen, ob es gut schmeckt oder nicht. Die Ochsenbacke ist der Hit. Die ist ganz zart und schmeckt einfach toll mit der Soße. Kürbis ist jetzt nicht so mein Fall, aber ist halt dabei. Das Mittagessen ist geschafft. Es hätte auch noch Nachtisch gegeben, Käse oder ein Stück Kuchen, aber das passt gerade nicht mehr in mich rein. Ihr seht, ich bin durchaus schläfrig. Ich werde jetzt tatsächlich ein Schläfchen machen. Ich baue mir jetzt mal ein Bett. Dieser Knopf wird es regeln. Komm, komm, komm. Werde mehr Bett. Na, wie weit geht's? Noch ist die Lehne oben und sie geht runter. Ich glaube, das reicht. Ganz flach muss nicht sein, so ein leichter Winkel wäre toll. Und noch die Schlafmaske runter. Jetzt kann ich ein Schläfchen machen. Bis später. Ich habe jetzt circa eine Stunde ein Schläfchen gemacht. Das tat sehr gut. Und jetzt schaue ich einen Film. Ich habe ein bisschen neues Equipment bekommen. Ich habe ein brandneues Paar Kopfhörer bekommen. Die schließe ich doch mal an. Top. Sehr gute Soundqualität. Kann man aushalten. Es gab gerade noch eine Lieferung. Das hier ist ein warmes Pastel de Nata. Keine Ahnung, was das ist. Ich beiß einfach mal rein. Jetzt weiß ich es genau. Es ist Vanillepudding mit Blätterteig. Hammer. Ich habe ja das Dessert ausfallen lassen. Es gab Käse oder Haselnussschnitte mit Aprikosengelee. Ich habe einfach vorher zu viel gegessen. Weil auf dem Zubringerflug gab es ja auch schon Essen. Und dann noch ein kleines bisschen in der Lounge. Das war taktisch nicht gut. Ich muss weniger essen, bevor ich Langstrecke fliege. Es gibt ja noch die große Weinkarte. Rotwein, Weißwein, Roséwein und Champagner. Der Champagner war sehr gut. Und dann geht es hier noch weiter mit Cocktails und Longdrinks. Ich überspringe sie einfach mal. Ihr seht sie ohne Alkohol. Hier sind die vorgemixten Cocktails, wovon es leider nur 2 Sorten gab. Also verdursten und verhungern wird man hier auf keinen Fall. Ich habe übrigens noch meine Schlafmaske auf, weil ich mache gleich noch ein Nickerchen. Es ist wirklich sehr bequem, das Bett. Es ist nicht mehr lang. Nur noch 1 Stunde und 34 Minuten. Was heißt das? Nochmal essen. Das sind Short Ribs mit Kartoffeln und einem Pudding. Und dazu Tequila. Das Short Rib Rind ist der Hit. Damit ich auch gut gegen den Jetlag ankämpfen kann, hier sind nämlich 6 Stunden Zeitverschiebung, gibt es noch einen Espresso. Ich trinke meinen Espresso immer ohne Zucker. Prosit auf eine gute Landung. Oh, der zieht aber durch. Ich glaube, die 6 Stunden werden kein Problem sein. Weil ich versuche immer bis 22 Uhr wach zu bleiben, 22 Uhr Ortszeit. Dann kann ich nämlich immer gut schlafen und kann am nächsten Tag um 8 oder so zum Frühstück gehen. Das ist der Ausblick, den ihr auf diesem Flug habt. Stundenlang nichts anderes außer Himmel, Wolken und Wasser. Weil wir sind ja direkt über den Atlantik geflogen. Beziehungsweise wir fliegen ja noch über den Atlantik. Nichts Spannendes zu sehen. Jetzt sind es nur noch 30 Minuten bis zur Landung. Und es kam noch eine Lieferung. Ein Ingwer-Shot. Ja, runter damit. Ich mag gar keinen Ingwer. Egal. Was so schmeckt, muss ja gesund sein. Genießen wir karibische Wolken. So sehen die aus.
Ein komplettes Durcheinander. Also die sehen irgendwie besonders merkwürdig aus. Wir tauchen ein in die karibischen Wolken. The cabin crew, prepare for landing. Sieht schon sehr flauschig aus. Die Wolken sehen aber gefährlich aus. Ja, jetzt wackelt es ein bisschen. Aber nur sanft. Wir sind in 2000 Meter Höhe. Da kommt Land. Tausend Meter haben wir noch. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen tiefer. Wahnsinn, wie tief die Wolken hier hängen. Ach, hier ist alles grün. Die Fahrwerke wurden schon ausgefahren. Kann nicht mehr lange dauern. Jetzt geht's schnell runter. Wir haben echt eine 180 Grad Kehrtwende hingelegt. Alles grün hier, wunderbar. Bevor wir in Punta Cana landen, zeige ich euch noch, was ich für den Flug bezahlt habe. Ich habe 70.000 Miles and More Meilen bezahlt und 418,29 € an Steuern. Oh, wir landen im Urwald. Da ist die Landebahn. Wow. Huch. Oh, wurde noch mal hochgeworfen. Aber wir sind sicher gelandet. Wunderbar. Da stehen schon unsere Treppen. Gleich geht's raus. Wir sind ja jetzt wunderbar gut gelandet, aber es gibt noch eine Hürde zu nehmen, nämlich die Einwanderung. Und die zeige ich euch gleich. Da braucht man nämlich ein spezielles E-Ticket, heißt das. Das verlinke ich euch gleich. Aber jetzt gehen wir erst mal raus. Noch ein paar letzte Eindrücke. Business Class. Und hinaus. Oh, ist das aber warm. Ich glaube, das Triebwerk ist ein bisschen heiß gelaufen. Das ist gar nicht das Klima hier, das ist das Triebwerk, was so warm ist. Da ist ein Bus. Wow. Hier ist aber Action. Wow. Punta Cana Bus.
Einwanderung, Immigration. Viele, viele Menschen wollen hier hin. Aus unserem Flugzeug waren es 283. Mal gucken, ob unser E-Ticket was bringt. Da sind die Automaten, die wir auf keinen Fall benutzen wollen. Hier kommt der Link für die offizielle Homepage, wo ihr das E-Ticket beantragen könnt. Dort gebt ihr alle eure Daten ein und gleicht sie mit eurem Reisepass ab. Dann wird einfach nur euer Reisepass bei der Einreise in die Dominikanische Republik gescannt. Erspart viel Zeit und Nerven, ansonsten müsstet ihr einen der Automaten nehmen, die wir vorhin gesehen haben. Puh, ich bin nun gut im Hotelzimmer angekommen. Es ist echt kuschelig draußen, es sind bestimmt 26, 27 Grad. Ich möchte euch gerne noch erzählen, was uns bei der Einreisekontrolle noch passiert ist. Also ihr habt ja gesehen, bevor ich das Verbot bekommen habe zu filmen von den Securities, dass da ganz schön viele Leute waren. Es sind wahrscheinlich 3 oder 4 Flugzeuge auf einmal dort angekommen, die dann gleichzeitig abgefertigt werden mussten. Man brauchte für die Einreise tatsächlich nur seinen Reisepass, wenn man vorher das E-Ticket ausgefüllt hat, also online. Und dann kam man durch. Hat natürlich ein bisschen gedauert, weil viele Leute da waren. Und dann ging es weiter. Wir haben unsere Koffer nicht gefunden, weil die auf dem falschen Band ankamen. Erst hieß es Band 6 und dann kamen sie auf Band 7 an. Und da war echt alles durcheinander. Unsere Priority-Koffer kamen ganz zum Schluss. Haben wir dann auch geschafft. Hat bestimmt noch mal eine halbe Stunde gedauert. Und dann ging es noch mal weiter. Dann kam noch eine Sicherheitskontrolle. Das Witzige ist, hier dürft ihr natürlich keine Lebensmittel mitbringen, wie zum Beispiel Käse oder, Achtung, lebende Hühner. Wo soll man ein lebendes Huhn herbekommen? Dann hatten wir es endlich geschafft, waren durch die Sicherheitskontrolle gekommen und unser Taxifahrer hat uns abgeholt. Die Taxifahrt dauerte auch knapp eine halbe Stunde und jetzt sind wir gut angekommen. Ja, war ein aufregender Tag. Jetzt falle ich nur noch ins Bett. Reicht für heute. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und falls ihr Lust habt, mich zu unterstützen, werdet doch Business Class Mitglied auf meinem Kanal. Dann seht ihr dieses Video schon innerhalb von 2 Wochen. Ich bereite für die Business Class Mitglieder nämlich alle Videos so schnell wie möglich vor, sodass sich die 5 € auch lohnen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.